Seit der ersten Klasse bin ich Konsolenspieler. PS1, Gameboy, PS2, 3, Wii und so weiter. Es hat einfach funktioniert, das Spiel einzulegen, Start zu drücken und mich in einer völlig neuen Welt zu verlieren. Irgendwann in den letzten Jahren hat sich das aber geändert. Diese einfache, schnelle Prozedur, die für mich immer so viel attraktiver erschien als das Gaming am PC, ist ein schmerzlich vermisstes Relikt der Vergangenheit. Doch nicht nur das Starten, man hat Consoleros inzwischen nahezu alle Gründe genommen, um sich noch für PlayStation oder Xbox zu entscheiden. Aber wie hat dieser Krieg zwischen PC und Konsole überhaupt begonnen und wann hat er sich entschieden? Der größte Sprung, der Videospiele aus Arcade-Hallen nach Hause gebracht hat, erfolgt 1977 mit dem Release der Atari 2600 Konsole. Preiswert, einfach zu nutzen. Im selben Jahr erscheinen auf dem Heimcomputermarkt aber auch der Apple II sowie der Commodore PET, die beide die Industrie in die Zukunft schießen. Beide sind anfänglich keine Konkurrenten. Die Konsole ist auf Videospiele beschränkt, für die Computer gibt es kaum welche. Der Wechsel von der Datenverarbeitung und dem Geschäftsgebrauch findet 1982 mit dem Commodore 64 statt. Obgleich auch der noch die Aufgaben erfüllen kann, für die Computer sich etabliert haben, ist der C64 in erster Linie ein Gaming-Computer. Und zwar einer, der trotz seines stolzen Preises mit über 70 Millionen verkauften Einheiten auch noch heute das erfolgreichste Computermodell aller Zeiten ist. Der C64 dominiert den amerikanischen Markt. Der ZX Spectrum Computer stellt sich ihm in Westeuropa entgegen und etabliert beispielsweise in Großbritannien eine signifikante und anhaltende PC-Dominanz gegenüber Konsolen. Der preisliche Unterschied zum NES ist nur noch unwesentlich und anstelle bis zu 70 Mark für ein Nintendo-Spiel auszugeben, bekommt man für dasselbe Geld rund ein halbes Dutzend Spectrum-Kassetten. Davon, wie viele PC-Spiele man ganz ohne Geld auf illegalem Wege bekommen konnte, ganz zu schweigen. Sich als Gaming-Computer zu vermarkten, trifft beim großen Videospiele-Crash 1983 nicht nur Atari, die mit ihren Wellen von Schrottgames maßgeblich dafür verantwortlich sind, sondern eben auch den C64. Alles, das mit Gaming und Games zu tun hat, wird gemieden wie die Pest. Doch es dauert nicht lange, bis die Industrie mit dem Nintendo Entertainment System oder Famicom wiederbelebt wird. Mit dem Niedergang und Absturz all dieser amerikanischen Firmen sehen die Japaner ihre Chance gekommen, einzusteigen. Die Amerikaner versagen beim Nachlegen, Segas Master System bleibt hinter den Erwartungen zurück und entsprechend dominiert Nintendo von 1984 bis 1988 den Konsolenmarkt. Auch aufgrund ihrer Praxis, Entwickler in lange Exklusivverträge zu knebeln. In Japan selbst liefern sie sich in den 80ern noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem MSX Heimcomputer, für den Hideo Kojima seine ersten beiden Metal Gear Spiele entwickelt. Doch spätestens zum Jahrzehntwechsel vertreiben die Konsolen PCs nahezu völlig aus japanischen Haushalten. Der C64 jedoch, der bereits in Millionen von Haushalten, Schulen und Büros seinen Platz gefunden hat, überlebt den Crash, obgleich Commodore als Firma an den Folgen zugrunde geht. Mit kontinuierlichen Preissenkungen kann der C64 sich weiter verkaufen, doch als Gaming-Plattform kommen er und seine Artgenossen nicht gegen das steigende Konsolenimperium an. PCs werden zu einer spezialisierten Nische, die sich mehr an die Nerds richtet, die sich für die Homebrew-Szene begeistert und eigene Spiele entwickeln möchte. Auch mit den Preisreduktionen sind selbst die günstigsten Computer noch deutlich teurer als ihre Konsolenkonkurrenz und die leistungsstärkeren IBM-PCs mit Preisen zwischen 2000 und 3000 Dollar stärken nur das öffentliche Bild von Computergaming als Luxushobby. IBM-Klone poppen auf und verdrängen zunehmend ihre 8-Bit-Konkurrenz. Spät in den 80ern macht die Technologie dann noch einen weiteren Sprung mit VGA und Soundkarten, die Konsolen sowie verbreitete Rechner wie den Commodore Amiga in den Schatten stellen. Auch spieletechnisch zieht der PC den kürzeren. Während Konsolenspiele nahezu alle auf ihren jeweiligen Konsolen bleiben, werden sämtliche erfolgreiche Arcade- und Computerspiele auf jegliche verfügbare Plattform portiert, was aufgrund der stark variierenden Hardwareleistung gerne mal in vollkommen anderen Spielen resultiert. PC-exklusive Games wie King's Quest oder Flugsimulatoren bleiben Nischenprodukte, die teilweise mit bis zu 100-seitigen Handbüchern daherkommen.
Kaum zu glauben, aber PCs sind nicht gut genug, um mit den Konsolen mitzuhalten. Die Hersteller von Grafikkarten bekriegen sich gegenseitig. Selbst die simpelsten Soundkarten sind ein zusätzlicher Kostenfaktor. Und Spiele überhaupt zum Laufen zu bekommen, ist dank MS-DOS eine gerne mal äußerst frustrierende Angelegenheit. Die den Spielen beigelegten Booklets haben ausschweifende Fehlerbehebungskapitel und Anleitungen, wie man mit Speicherverwaltungsprogrammen das meiste aus dem knappen Arbeitsspeicher herausholen kann. Diese Programme wiederum vertragen sich nicht immer mit DOS selbst. Selbst Windows 95 hilft nicht, diese Kopfschmerzen zu lindern. Der PC bleibt in der breiten Masse eine Maschine für den Geschäftsgebrauch. Das ändert sich erst Mitte der 90er. Durch das Ausscheiden diverser Hersteller homogenisiert sich der PC-Markt und setzt beinahe flächendeckend auf Intel-Architekturen. Betriebssysteme werden benutzerfreundlicher mit einer ausgeweiteten Maussteuerung und einem Graphic-User-Interface, welches das vorangegangene textbasierte Modell um Längen aussticht. Obgleich PCs komplexe und leistungsstarke Rechenmaschinen bleiben, macht der einfachere Gebrauch sie attraktiver für den Durchschnittsmenschen. Während die Grafik zwar Einzug in die Benutzeroberfläche findet, sind die grafischen Möglichkeiten im Vergleich zu Konsolen immer noch stark limitiert. Einfachere und vor allem langsamere Spiele dominieren den PC, von Adventures über Rollen- und Kartenspiele sowie Puzzle-Games, diverse Simulationen und Edutainment-Software. Ein zweifelsohne dankbarer Markt für Entwickler, die keine kostspieligen Verträge oder Lizenzgebühren eingehen müssen, während die Entwicklungstools entweder kostenlos oder zu geringen Preisen verfügbar sind. Hunderte kleine Teams aus oftmals nicht mehr als 3 bis 4 Freunden entwickeln an herkömmlichen Heimcomputern Videospiele in ihrer Freizeit. Mit denen zusammen explodiert auch der Shareware-Markt, der Demo-Versionen über Versandhandel, Hobbyshops oder andere Möglichkeiten anbietet und auf die kostenpflichtige Vollversion aufmerksam macht. Eine Vertriebsstruktur, die ID-Software zu ihrem rasanten Aufstieg verhilft und PC-Spielern eine Auswahl bietet, mit der Konsolen nicht mithalten können. Zwar sind die Spiele auf denen polierter und die Hauptplattform für AAA-Veröffentlichungen, aber der PC fasst endlich wieder Fuß. In der zweiten Hälfte der 90er findet der Sprung ins 3D-Zeitalter statt und bringt eine Grafik nach Hause, die man in den Jahren zuvor nur aus Arcades kennt. PC-Hardware-Hersteller versuchen anfänglich gar nicht erst mit 3D-Konsolen mitzuhalten und brauchen erfolgreiche Spiele wie Quake 3, die sie vom Potenzial des Marktes überzeugen. In dieser Zeit beginnen die Stereotypen und Sticheleien zwischen den beiden Lagern zu entstehen. PC-Spieler müssen an ihrem Computer herumfummeln, um zu PlayStation und Nintendo 64 aufzuschließen, sind aber stolz auf ihre Arbeit und halten sich entsprechend für etwas Besseres als all die Kinder, die sich ihren Spaß nicht selbst verdient haben. Die Konsolenspieler schießen zurück und stempeln PCler als unausstehliche Nerds ohne Sozialleben ab. Ende der 90er scheint dann der PC wieder die Oberhand zu gewinnen. Für viele Genres wie First-Person-Shooter oder Strategiespiele, die sich nur schlecht auf der Konsole umsetzen lassen, ist der Computer die offensichtliche Wahl. StarCraft wird zu Südkoreas Nationalreligion. Auch holt die Hardware schnell auf und vermag die Konsolen technisch sogar zu übertreffen, sodass PC-Spieler polygonales 3D nicht mehr nur in Flugsimulatoren zu sehen bekommen. Doch der Markt hat sich bereits in eine Richtung etabliert und die Konsolen bleiben die Verkaufsschlager und sind allgegenwärtig in Haushalten anzutreffen. Dieser Kampf geht unermüdlich im neuen Millennium weiter. Der Kampfpreis einer PlayStation 2 mit seiner DVD-Funktionalität bringt das Gerät in nahezu jeden Haushalt und wird zur günstigsten und einfachsten Methode, Videospiele zu spielen. PCs derweil bauen die preisliche Kluft weiter aus und werden noch teurer. Zwar leisten sie wirklich unfassbare technische Wunder, wie das 2007 erschienene und bis heute in vielen Belangen unerreichte Crysis, doch stärkt das nur das zunehmend etablierte Bild. PC-Gamer sind elitäre Nerds, denen geile Grafik wichtiger ist als das eigentliche Gameplay. Doch der PC hat noch weitere Vorteile. Auch wenn sowohl PS2, Xbox und Dreamcast Online-Funktionen anbieten, hat das nur sporadische Auswirkungen auf ihr Spieleangebot und findet ohnehin erst spät im Lebenszyklus statt. Computer haben sich dahingehend längst spezialisiert und werden zur Hauptplattform für kompetitive Multiplayer-Games. In diese Zeit fällt auch meine stärkste PC-Ära mit Counter-Strike 1.6, dem ersten Call of Duty und Command & Conquer Alarmstufe Rot 2. Ebenso wie LAN-Partys natürlich.
Außerdem erscheint 2004 World of Warcraft und es ist schwer, ein Spiel zu finden, das einen vergleichbaren kulturellen Einschlag verbuchen kann. In meiner Klasse waren damals Augenringe an der Tagesordnung, weil einige vor der Schule noch ein paar Stunden leveln mussten. Während aber jeder an seinem eigenen PC sitzt, um am Multiplayer teilzunehmen, bauen sich Konsolen ihre eigene Mehrspielernische aus und nehmen die Couch ein. Ein lokaler Multiplayer ist etwas, auf das die meisten PC-Spiele verzichten. Heutige Konsolenspiele, zumindest außerhalb von Nintendo, inzwischen leider auch. In den ersten Jahren der 2000er erscheinen die großen Titel weiterhin nur für Konsolen. Doch mit der wachsenden Industrie steigen auch die verfügbaren Budgets und Portierungen zwischen PC und Konsole werden zum Normalfall. Auch wenn es ebenso umgekehrte Beispiele gibt, ziehen bei diesem Austausch aber meistens die PC-Ports den kürzeren, die besonders anfällig für Bugs und Glitches sind. Wohlgemerkt in einer Zeit, in der man Patches noch manuell suchen und herunterladen muss, anstelle dass es automatisch durch einen Launcher installiert wird. Immerhin hatten PC-Spiele aber im Vergleich zu Konsolen die Möglichkeit, Patches anzubieten. Doch die Revolution steht ins Haus, als Valve zusammen mit Half-Life 2 Steam veröffentlicht. 2004 ist der Aufschrei deswegen noch groß und Spieler beschweren sich über diese Hürde, doch die Akzeptanz nimmt über die folgenden Jahre schnell zu. Gerade auch die Publisher sind begeistert von der Möglichkeit des digitalen Vertriebs, der die physische Produktion, den Versand und den Einzelhandel überflüssig macht. Zudem ist Steam der wilde Westen. Nahezu jedes Spiel kann dort verkauft und gekauft werden. Vollkommen unabhängig der Qualität. Du brauchst lediglich eine Internetverbindung und eine Kreditkarte. Steam ist genau der Push, den der PC gebraucht hat. Ein endloser Nachschub von qualitativ hochwertigen Indie-Games, die keine leistungsstarke Hardware erfordern, bringen den Unterschied. Verkäufe steigen Jahr um Jahr, da Entwickler ihre Games direkt an den Spieler verkaufen und somit 90% der Kosten vom Kaufpreis abziehen können. Sales, die es anfänglich nur zu Weihnachten gibt, wechseln sich nun das ganze Jahr über ab. Der Qualitätsanspruch vor dem Kauf nimmt unter Spielern ab, weil sie bei diesen Preisen ruhig Risiken eingehen können. Wir kriegen eingetrichtert, dass kein Spiel mehr seinen Vollpreis wert ist und dass wir uns gut dabei fühlen, Spiele anzuhäufen, die wir nie spielen werden. Ebenso sinkt das Risiko für Indie-Entwickler, die auf dem PC einen Fuß in die Tür bekommen, der es niemals auf die Konsole geschafft hätte. Das resultiert in einer Flut von Spielen, die bis heute nicht auf der Konsole spielbar sind. Steam und die aufkeimenden Konkurrenten bringen dem PC seinen größten Vorteil gegenüber den Konsolen. Sofortiger Zugang zu Tausenden von günstigen Spielen, die nie ausverkauft sind und bei denen niemand nach deinem Alter fragt. Alte Spiele werden für schnellere Computer optimiert und erneut verkauft. Patches und Erweiterungen werden zur bequemen Norm. Mit der Erweiterung um soziale Funktionen wie ein Freundesystem, Text- und Sprachchat sowie dem Versand von Spieleeinladungen gibt es eigentlich nichts mehr, das die Konsole dem PC voraus hat. Doch so leicht wollen die Konsolen es dem Computer nicht machen. Can you please step back, sir? Get out of the car! Sony und Microsoft sehen nicht ein, der erfolgreichen Steam-Plattform hinterherzuhängen und etablieren ihre eigenen digitalen Stores. Mit der PSP Go veröffentlicht Sony sogar eine rein digitale Konsole. Auch andere Unternehmen wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. EA startet mit Origin ihre eigene Verkaufsplattform und GameStop kauft Impulse auf und startet es als GameStop PC Downloads neu. Alle versuchen mit ihren eigenen Sales und Funktionen zu punkten. Microsoft beispielsweise bietet später Cross-Plattform-Versionen zwischen Xbox One und Windows 10 an. Ein Trend, der auch viele Nachteile mit sich bringt, unabhängig von Konsole oder PC. Die Leichtigkeit, Patches nachzureichen, begleitet von astronomischen Entwicklungskosten und Zeiten, führen zu unzähligen Veröffentlichungen, die kaum als Beta-Test durchgehen. Steams Early Access und der Erfolg von in Wellen veröffentlichten Megahits wie Minecraft geben Entwicklern und vor allem Publishern kaum noch einen Anreiz, ein fertiges Spiel zu veröffentlichen. Diese Ära bringt auch den Computer mit sich, der gut genug ist. Während man bis in die frühen 2000er gehörige Probleme damit hat, neue Spiele auf einem ein paar Jahre alten Rechner zu laufen zu bekommen, sind nun auch 5 Jahre alte Geräte noch in der Lage, Blockbuster auf recht hohen Einstellungen spielen zu können.
Nicht mehr auf die neueste Hardware setzen zu müssen, senkt den Einstiegspreis fürs PC-Gaming signifikant. Hinzu kommt, dass spätestens jetzt jeder Haushalt mindestens einen PC benötigt und da eine Konsole plus ein günstiger PC zusammen teurer sind als ein ordentlicher Gaming-PC, der Jahre hält und Zugang zu günstigeren Games ermöglicht, ist die Rechnung für viele offensichtlich. Auch wenn sie dafür auf das Verkaufen ihrer gebrauchten physischen Games verzichten müssen. Die 2010er sind auch die Ära, die den Mini-PC groß machen. Speziell in Büros sieht man die kleinen, aber immer leistungsstärker werdenden Maschinen immer öfter, die flexible Alternativen zu Desktop-PCs und Laptops darstellen und Platz auf dem Schreibtisch freiräumen, während sie erheblich Strom sparen. Bis ins nächste Jahrzehnt werden diese kleinen Schätzchen hier noch kompakter, schicker und natürlich leistungsstärker, sodass sie nicht nur für Büros, sondern auch für zu Hause eine echte Alternative sind. Zum Arbeiten, fürs Datenmanagement oder sogar zum Zocken. Das schauen wir uns später noch einmal genauer an. Diejenigen, die trotzdem noch aufs teure Upgraden setzen, spielen den Can It Run Crysis Test jetzt mit Raytracing. Demgegenüber steht aber auch der in den 2000ern begonnene Trend zum platzsparenden Laptop. Diese haben in der Regel nur mickrige Grafikkarten verbaut und sind kaum in der Lage, 3D-Spiele zu verarbeiten. Anstelle sich zusätzlich zum Laptop dann noch einen sperrigen PC ins Haus zu holen, ist deutlich weniger attraktiv als zu einer günstigen kleinen Konsole zu greifen. Die 2010er lassen die Grenzen zwischen PC und Konsole aber ohnehin zunehmend verschwimmen. PC-Ports bekommen mehr Aufmerksamkeit als zuvor. PlayStation und Xbox übernehmen zuvor PC-exklusive Funktionen wie automatisches Patchen, DLCs und Online-Funktionen. Der größte Unterschied besteht nun nur noch aus der Grafik und Leistung, mit Spielen, die auf dem PC eine höhere Auflösung und Framerate anbieten. Eine Lücke, die die Konsole mit jeder neuen Generation und Version erneut zu schließen versuchen. Das wird dadurch ermöglicht, dass die Konsolen sich ab der PS4 und Xbox One zunehmend PCs annähern. Gewissermaßen nichts mehr als spezialisierte Gaming-PCs mit eigenem Betriebssystem sind. Die Hersteller verzichten auf einzigartige Hardware-Architekturen, die zwar ebenso einzigartige Spiele hervorgebracht haben, allerdings auch auf Kosten von Entwicklernerven. Gleichzeitig steigen die Preise von den Plattformen, die einst durch ihre geringen Anschaffungskosten bestechen wollten. Da man aber trotzdem noch in einem gewissen Rahmen bleiben möchte, landet man im direkten Leistungsvergleich damit unterhalb eines Mittelklasse-PCs. Eine Generation zuvor brachten lediglich High-End-Computer einen kleinen Vorteil mit. Entgegen der Vermutung hat die Veröffentlichung erster Virtual Reality Geräte in 2015 so gut wie keinen Einfluss auf die Verteilung der bevorzugten Plattform. Hohe Anschaffungskosten und wenig wirklich interessante Titel bringen keine signifikante Verschiebung hin zu den benötigten leistungsstarken PCs. Mit demselben Jahr startend etabliert sich auch der Trend von konsolenexklusiven Titeln, die beim PC eine Ausnahme machen. Der wachsende Computermarkt sowie steigende Entwicklungskosten sorgen für ein Ausweiten des eigenen Vertriebs. Oh, und in dieser Zeitspanne beginnt natürlich auch die RGB-Ära, in der sich jeder PC-Spieler fragen muss, ob er überhaupt ein Gamer ist, wenn sein Rechner nicht aussieht wie ein regenbogenkotzendes Einhorn. Die 2010er sind aber auch der Startschuss für eine dritte Gaming-Plattform: Mobiltelefone. Von sowohl PC- als auch Konsolenspielern belächelt, katapultiert sich der Mobile-Markt innerhalb Rekordzeit zum größten und lukrativsten von ihnen allen. Handys haben einen unverkennbaren Anreiz. So gut wie jeder auf dem Planeten hat eins und bei vielen ersetzt es inzwischen sogar PCs und Laptops. Auch erreicht man völlig neue Zielgruppen von Casual-Gamern, die es eher anspricht, immer mal kurz zu zocken, anstatt Stunden am Stück in ein Spiel zu investieren. Die geringen Entwicklungskosten sind dann noch die Kirsche auf der Sahne. Mobile Gaming bringt die Industrie völlig durcheinander und die hinterlistigen Mikrotransaktionsmodelle entpuppen sich als derart lukrativ, dass sie auch, ehe man sich versieht, in den Konsolen- und PC-Bereich überschwappen. Angefangen bei eben jenen Free-to-Play-Spielen, die es auf dem Smartphone vormachen, hin zu irgendwann auch Vollpreistiteln. Our systems are intertwined. Would you like to try it out? Ähnlich mobil ist auch der erste kommerziell erfolgreiche PC-Konsolen-Hybrid von Valve, namentlich das Steam Deck von 2022.
Das Kombinieren der flexiblen Hardware und dem größeren Spieleangebot mit dem Anreiz einer Handheld-Konsole samt der einfachen Steuerung lässt die Grenzen zwischen beiden Parteien weiter verschwimmen. Valves Hardware ermöglicht das unkomplizierte Spielen von aktuellen AAA-Titeln, ebenso wie das Installieren von Emulatoren zum Spielen von Retro-Games. Asus und Lenovo legen mit ihren eigenen mobilen PCs nach. Allerdings bringen sie auch dieselben Probleme mit sich, die ein herkömmlicher Computer birgt, dummerweise in einer deutlich weniger bequemen Umgebung zur Fehlerbehebung. Der Eindruck kommt auf, dass PCs und Konsolen ihren Konkurrenzkampf beilegen und zu einem gemeinsamen Markt verschmelzen wollen. Die inzwischen ziemlich leistungsstarken Smartphones werden inzwischen auch schon genutzt, um mit Hilfe der App Winlator moderne PC-Spiele zu emulieren. Nicht nur verschwimmen also die Grenzen zwischen den Märkten, sondern auch zwischen den Definitionen, was als Gaming-PC betitelt werden kann. Das unter Linux laufende Steam Deck markiert auch den Beginn des Trends, das Betriebssystem öfter auf PCs zu nutzen. Mit dem Veröffentlichen von selbst großen Exklusivtiteln auf beiden Seiten ist die einstige Rivalität zwischen PC und Konsole beinahe völlig beigelegt. Die Hardware der aktuellen Konsolengeneration hat mehr Parallelen zu einem Gaming-PC als Unterschiede. PCs hingegen lassen sich von Konsolen inspirieren und setzen primär auf Controllersteuerung und andere Bequemlichkeiten. Auch Streaming nimmt zu. Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now und Google Stadia versuchen sich mit Cloud Gaming im Mainstream zu etablieren. Doch Bandbreite, Latenz und eine eingeschränkte Spieleauswahl sorgen dafür, dass lokale Hardware weiterhin dominant bleibt. Ein während der Covid-Pandemie begonnenes Problem hält bis heute an. Damals von Crypto-Mining Operations aufgekauft, landen die meisten GPUs heute in KI-Datencentern, während Endverbraucher und somit Gamer in die Röhre gucken. Hardware wird knapp. Preise steigen ins geradezu Unverschämte. Das hat zur Folge, dass Gamer nehmen, was sie kriegen können. Die Gut-genug-Mentalität breitet sich im Gebrauchtmarkt aus und viele sind auch mit Laptops oder PCs zufrieden, die vielleicht nicht dem aktuellen Technikstandard entsprechen, aber trotzdem ihre Lieblingsspiele abspielen. Konsolen holen weiter in Sachen Online-Spiel, DLCs und digitalen Shops auf, während geduldige PC-Spieler letztlich auch mit konsolenexklusiven Spielen belohnt werden, die manchmal auch mit zusätzlichen Funktionen oder besserer Leistung daherkommen. Auch YouTube, Twitch und TikTok tragen ihren Part zur Verteilung von Gamern bei. Let's Plays und Livestreams definieren den Unterhaltungswert von Spielen neu. Wenn man damit guten Content erstellen kann, verkauft es sich auch, unabhängig von Framerates oder anderen Faktoren. Heute bestehen die Hardcore-Vertreter beider Seiten immer noch auf die Dominanz ihrer Plattform. Letztlich liegt aber nicht mehr viel zwischen ihnen. Cross-Plattform-Multiplayer, übergreifende Spielebibliotheken, standardisierte Entwicklungstools. Es geht kaum noch um die Frage, welche Plattform genutzt wird und eigentlich nur noch darum, was du gerne spielen möchtest. Die meisten Vorteile, die die Konsolen groß gemacht haben, sind heute redundant. Allen voran standen immer die geringeren Kosten. Mit den Preisen, die wir für die aktuelle Konsolengeneration erreicht haben, inklusive sämtlicher Erhöhungen bisher und dem, was das nur für die Entwicklung bei der nächsten Generation bedeuten kann, befinden wir uns schon eine ganze Weile auf einer Ebene mit PCs. Zahlreiche Tech-YouTuber und Gaming-Magazine stellen immer wieder unter Beweis, auch mit der anhaltenden RAM-Krise im Rücken, dass es möglich ist, sich eine ähnliche Leistung für einen ähnlichen Preis zusammenzubauen. Vor allem, wenn man den Gebrauchtmarkt mit einbezieht. Und man sollte immer auch mit einberechnen, dass die Spiele in der Regel günstiger sind und dass man zum Beispiel nicht für Online-Play zahlen muss. Und natürlich, dass ein PC nicht nur fürs Zocken genutzt wird. Über Couch-Koop haben wir bereits gesprochen. Die meisten Rennspiele haben nicht einmal mehr einen Splitscreen-Modus. Exclusives sind immer noch ein Knackpunkt. Während man in den letzten Jahren immer lange auf eine PC-Veröffentlichung von PlayStation-Titeln warten musste, hat Sony nun beschlossen, ihre Singleplayer-Titel wieder auf der Konsole zu behalten. Angesichts der Entwicklungszeiten heutzutage ist die Anzahl derer aber eben auch überschaubar und für mich zumindest fraglich, ob das ein wirklich schwergewichtiges Argument für die Konsole ist. Während Nintendo sowieso außen vor steht, zieht Xbox ihre Exclusive nun scheinbar auch wieder von der PlayStation ab, auf dem PC erscheinen sie aber zum Beispiel weiterhin.
Und vergessen wir auch nicht, dass es tausende von Spielen gibt, die PC-exklusiv sind. Mehr als PlayStation in all ihren Generationen zusammen bieten kann. Plug and Play ist wohl immer noch der größte Punkt, doch auch der hat in den letzten Generationen starke Dämpfer kassiert. Die Zeiten, in denen man ein Spiel einwirft und spielen kann, sind lange vorbei. Erst braucht deine Systemsoftware ein Update, dann dein Controller, dann muss das Spiel installiert werden, bevor die aktuellen Patches heruntergeladen und ebenfalls installiert werden müssen. Um ehrlich zu sein, bin ich am PC schneller im Spiel, egal ob mit Steam, Epic oder Good Old Games. Einzig bei einer reinen Neuanschaffung bist du wohl besser dran, weil die PlayStation alles in ihrer Kiste mitbringt, das du zum Spielen benötigst. Beim PC kommen noch Monitor, Tastatur, Maus, Controller und Lautsprecher oder Headset hinzu, bis du startklar bist. Abwärtskompatibilität ist inzwischen ebenfalls so gut wie Geschichte und meine alten Retro-Games kann ich nicht mehr in neue Konsolen einwerfen. Die werden mir stattdessen wieder separat verkauft, in einem Bezahlabo angeboten oder erneut in Form von Remastern als neues Spiel aufgetischt. Auf dem PC hingegen sind selbst noch die ältesten Spiele verfüg- und spielbar. Ab einem gewissen Alter vielleicht nicht ohne Fummelei, die ich auch hasse, aber die Lösung zu finden ist bei all den Communities da draußen selten eine Herausforderung. Emulatoren erledigen den Rest und vereinen Dutzende von Konsolen in deinem Computer. Fummelei ist darüber hinaus auch ein wichtiger Punkt. Ich verzichte lieber darauf, aber für einige ist sicherlich auch die Flexibilität ein entscheidender Punkt. Du kannst dir dein Betriebssystem aussuchen, den digitalen Store und Launcher deines Vertrauens. Du kannst auch in den Spielen speziell grafisch deutlich mehr anpassen als in den Konsolenäquivalenten. Du kannst an Maus und Tastatur oder am Controller spielen und hast bei beiden Varianten eine unermessliche Vielzahl an Modellen und Herstellern. Du kannst Mods installieren, um deine Spielerfahrung noch besser zu machen oder einfach nur anders. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein PC in irgendeine Richtung nicht mehr die Leistung bringt, die du erwartest, kannst du Teile austauschen und ihn upgraden. Die Gewohn- und Bequemlichkeit bleibt den Konsolen sicherlich noch, wenn auch ein wackeliges Argument. Sich den Controller zu schnappen, sich aufs Sofa fallen zu lassen und einfach zu zocken, ist schon verlockend. Auch wenn es nicht unmöglich ist, den PC mit dem Fernseher zu verbinden, ist es nicht dasselbe Gefühl und die meisten PCler sind eher an ihren Schreibtisch gefangen. Und während man auf der Konsole davon ausgehen sollte, dass alles einfach läuft und funktioniert, wenn man auf Start drückt, muss man am PC gegebenenfalls erst einmal die Einstellungen anpassen und konfigurieren, bevor man ein zufriedenstellendes oder vergleichbares Erlebnis hat. Auch weil Raubkopien auf dem PC geläufiger sind, muss man bei Rockstar, EA, Activision und Co. gerne mal ein paar mehr Sicherheitsbrücken überqueren, bevor man ins Spiel gelassen wird. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, und zu behaupten, dass Spiele auf dem PC immer besser aussehen und laufen, ist Humbug. Über die Zeit hinweg und gerade mit einer technisch versierten Community im Rücken vielleicht, aber gerade zum Launch stehen PC-Versionen gerne mal schlechter da als ihre Konsolenbrüder. Aus Entwicklungssicht kein Wunder. Die PlayStation 5 hat ein Betriebssystem, die PS5 Pro einbezogen 2 verschiedene Hardware-Spezifikationen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man beziffern kann, wie viele Variationen man für PC-Spieler berücksichtigen muss, die in einem Betriebssystem zocken, das eben nicht dediziert fürs Zocken gebaut wurde. 3 verschiedene Betriebssysteme, 3 Grafikkartenhersteller, 2 CPU-Hersteller, variierende Speicher- und RAM-Zahlen. Ein Punkt, der sicherlich nicht für jeden relevant ist, aber doch für einige. Ablenkung. Wenn du die Konsole anschmeißt, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hinauslaufen, dass du etwas zockst. Außer natürlich, du landest in einem Streamingdienst. Wenn du den PC mit derselben Intention anwirfst, kannst du sehr einfach auf dem Weg verloren gehen. Und selbst wenn du es ins Spiel schaffst, sind viele PCler von ganz anderen Dingen besessen als dem eigentlichen Spielen. Dann sind es die Einstellungen, um die beste Grafik und Framerate rauszuholen, ohne die das Spiel unmöglich Spaß machen kann, oder es sind die Mods, in deren funktionstüchtige Installation man Wochen investiert, ohne das Spiel letztlich mehr als eine Runde zu zocken, wenn überhaupt. Auch der Drang des ewigen Upgradens, selbst wenn die Hardware letztlich nicht einmal ausgenutzt wird, ist schon irgendwie eine Form der Besessenheit. Wenn all diese Prozesse letztlich mehr Zeit fressen als das eigentliche Spielen, wo ist dann der Sinn? Außer natürlich, das ist ein ganz eigenes Hobby, quasi unabhängig vom Gaming, in dem du aufgehst. Dann, um Himmels Willen, mach! Es gibt noch zig weitere Punkte im Kampf PC gegen Konsole, sei es die geringere Zensur von Spielen auf dem Computer oder dass es noch möglich ist, seine physischen Konsolenspiele für gutes Geld loszuwerden.
Dass auf dem PC die Hardware- und Komponentenhersteller in ihrem unerbittlichen Konkurrenzkampf den Markt bestimmen und schneller vorantreiben als gesund ist. Dass weder die Genauigkeit der Maus mit dem Analogsticks noch die Vielfalt der Tastatur mit dem Controller nachzustellen ist. Dass Multiplayer-Spiele den Nachteil haben, dass Cheating-Software einfacher auf dem PC umzusetzen und somit verbreiteter ist. Ebenso wie es zig Argumente im Streit zwischen den Parteien gibt. Aus Sicht der PC-Gamer halten Konsolen die Weiterentwicklung von Spielen mit ihrer veralteten Hardware zurück. Und für selbsternannte Mitglieder der Master Race sind Consoleros nichts weiter als dumme, faule Kinder. Konsolitis infiziert ihre Serien, sobald diese zu Multiplattform-Titeln werden. Die Spiele werden einfacher, simpler gestaltet und verlieren Optionen. Aus Sicht mancher Konsolenspieler sind die PC-Gamer elitäre Snobs ohne Leben, denen ihre Hardware wichtiger ist als die Spiele und deren Argumente immer auf eins hinauslaufen. Oh wow, du hast 8 weniger Power in Grafik, so Müll. Warum überquert der Konsolenbauer die Straße, um die Gebäude auf der anderen Seite rendern zu lassen? Wann kommt denn endlich der PC 2 raus? Noch ein Favorit von mir? Wer gewinnt den Kampf zwischen PC und Konsole? Kurze Antwort: PC. Lange Antwort: Personal Computer. Ja, PC oder Konsole. Nach einer nahezu ununterbrochenen Treue für Konsolen seit Mitte der 90er Jahre stehe ich aktuell zwischen den Stühlen, mit einer Hand auf jeder Sitzfläche. Doch während die der aktuellen Konsole sich enttäuschend hart anfühlt, schmiegt sich mir der weiche Stoff des anderen Stuhls angenehm an die Finger. Doch wer weiß, ob nicht noch ein dritter Stuhl hinzukommt, bevor ich mich letztlich irgendwo hinsetze. Valve scheint auf die verschwimmenden Grenzen dieser beiden Parteien aufzuspringen und mit der Steam Machine diesen Sommer die perfekte Lösung zu bieten. Und wenn dem so sein sollte, wird sich sowohl der PC als auch der Konsolenmarkt gehörig umschauen und sicherlich auch schnell umorientieren müssen. Wer weiß, vielleicht wird auch der Mini-PC ein Teil dieses neuen Trends. Kleiner und leichter als die Nintendo Switch und dennoch ein PC, den man nicht unterschätzen sollte. Oder? Das finden wir jetzt heraus mit dem GEECOM A7. Seit der Erfindung des Computers, speziell des Heimcomputers, geht der Trend dahin, kleiner und effizienter zu bauen, ohne die gewohnte Leistung zu verlieren. Wir haben schon darüber geredet, dass viele Nutzer, wenn auch nicht Hardcore-Gamer, ein Laptop oder sogar Smartphone und Tablet dem sperrigen PC-Setup vorziehen. Mini-PCs könnten der Kompromiss sein. GEECOM bietet eine breite Palette an Mini-PCs an, die von 300 bis 4000 € alle Bedürfnisse abdecken. Der A7 liegt preislich in einer Kategorie mit der PS5 und ist somit das ideale Testobjekt für unser heutiges Thema. Laut Rückenaufkleber sind eine AMD Ryzen 5 CPU und 16 GB DDR5 RAM verbaut, zusammen mit einer 500 GB SSD-Platte. Zudem hat der nicht mal einen halben Kilo wiegende PC rundherum zahlreiche Anschlüsse für jeden Gebrauch. 4 USB-Ports, 2 für USB-C, einen für den LAN-Anschluss und 2x HDMI. An der Seite versteckt sich sogar noch ein sympathischer Schlitz für SD-Karten und vorne gibt es sogar einen altmodischen Klinkenstecker für Fossilien wie mich. Alle anderen können natürlich gerne das verbaute Bluetooth sowie WLAN nutzen. Und wem das nicht reicht, der kann sich auch noch einen hauseigenen Multiport-Adapter zulegen, der die Anzahl der Anschlüsse erweitert und neue ergänzt. Der Mini-PC kommt mit einer vorinstallierten Windows 11 Version daher, ist aber auch Linux-kompatibel. Oh Junge, es ist eine Weile her. Ich habe ganz vergessen, wie lange es dauert, Windows einzurichten. Und dabei hört man nicht einmal, dass das Ding überhaupt läuft. Das dürfte am hauseigenen Thermomanagementsystem liegen, das Lüftergeschwindigkeit und Leistungsparameter automatisch anpasst, um automatisch die optimale Balance zwischen Performance, Temperatur und Geräuschpegel zu gewährleisten. Ah, endlich fertig. Da uns natürlich primär das Zocken interessiert, wird als allererstes Epic heruntergeladen, gefolgt von einer Handvoll der über 500 Spiele, die hier inzwischen kostenlos in meine Bibliothek gewandert sind. Für mich persönlich ist Retro ein großer Faktor und Tomb Raider 4 läuft selbst in der Remastered-Version lupenrein. Jetzt muss ich nur noch all die Tasten finden, die Lara so für ihre Akrobatik braucht. Was zum Geier kann ich denn noch drücken? Als nächstes wichtig für mich sind Indie-Games. Da ich keinen Zweifel daran habe, dass der A7 irgendwelche 2D-Pixel-Spiele gestemmt kriegt, versuchen wir es mit einem etwas anspruchsvollerem 3D-Titel, den ich schon lange zocken wollte. Bramble the Mountain King. Die Grafikqualität ist standardmäßig auf episch eingestellt. Dann versuchen wir das doch direkt mal. Im Zimmer läuft noch alles rund. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ein dezentes Rucken beim Laufen zu erkennen ist. Mit der Grafik auf hoch ist das aber schnell behoben.
und alles läuft wieder rund. Für Bramble habe ich übrigens auch meinen alten Xbox 360 Controller angeschlossen, der sich gewohnt schnell automatisch verbindet und auch via Multiport-Adapter keine merkliche Verzögerung erkennen lässt. Okay, fahren wir die harten Geschütze auf. Ein weiteres Spiel, das ich schon ewig spielen wollte und unser Testausflug in den AAA-Bereich. Deathloop. Abgesehen von der Nebelqualität will das Spiel mir die niedrigsten Grafikeinstellungen vorschlagen und dann will ich erst einmal nicht widersprechen. Ich habe ganz vergessen, wie furchtbar es ist, einen Ego-Shooter mit dem Controller zu zocken. Das Spiel läuft, alles funktioniert, aber so richtig wohl fühle ich mich nicht, muss ich gestehen. Hier muss man sicherlich noch gehörig in den Einstellungen herumfummeln, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir so langsam an den Grenzen des Rechners kratzen. Andererseits, wenn ich mir den Anfang des Spiels auf YouTube in 4K ansehe, sieht das wohl wirklich alles so hässlich aus. Das verlangt nach einem weiteren Test. Auch Dead Island 2 bietet eine Menge Anpassungsmöglichkeiten, aber wir fangen natürlich ganz oben an. Hoch, hoch, hoch. Die Cutscenes lassen sich schon mal nichts anmerken, aber als man aus dem abgestürzten Flugzeug ins Gameplay wechselt und alles brennt und Partikel durch die Gegend fliegen, wird's durchaus etwas eng. Spätestens als dann der Kampf gegen die Zombies losgeht, schone ich das kleine Kistchen lieber und schalte etwas herunter. Ich muss aber sagen, selbst auf Hochleistung ist das immer noch erstaunlich leise für einen PC und überhaupt so ein Spiel auf einem PC zum Laufen zu kriegen, der so groß ist wie mein Portemonnaie und weniger wiegt, wegen all den Kupfermünzen und Einkaufswagenchips. Meine Probleme mit der Optik und vor allem dem furchtbaren Motion Blur lassen augenblicklich nach, als der Prolog vorbei ist und wir ans Tageslicht wechseln. Alles sieht wieder etwas besser aus und lässt sich spielen, aber machen wir uns nichts vor. Diese Ära von AAA-Games haben ihren Fuß bereits über der Grenze der Leistungsfähigkeit. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich natürlich auch parallel Gameplay auf der Maschine aufgenommen habe. Der GEECOM A7 ist also eine super Lösung, wenn du dein Auge auf primär Retro-Games, Emulation und Indie-Titel geworfen hast und ihn vielleicht noch übers Gaming hinaus nutzen möchtest. Der PC passt buchstäblich in deine Hosentasche. Wir könnten eine neue Ära der LAN-Partys einleiten. Außerdem ist er so unauffällig und trotzdem schick und vor allem leise, dass er zum Beispiel im Wohnzimmer nichts kaputt macht. Wenn du deine Steam-Bibliothek also vom Schreibtisch aufs Sofa verlagern möchtest, ohne ein aufwendiges Setup durch mehrere Räume, dann ist das eine wirklich schöne, saubere Lösung. Bei mir im Wohnzimmer wird der Mini-PC auf jeden Fall einen Stammplatz bekommen. Wenn du hingegen aus dem AAA-Bereich der letzten Jahre noch etwas mehr von deinem Pile of Shame verzocken möchtest, wäre vielleicht der A9 Max eher ein Blick wert, der in einigen Belangen die Leistung verdoppelt. Quasi von einem Office-PC mit Gaming-Fähigkeiten zu einem Gaming-PC mit Office-Fähigkeiten. GEECOM vertraut auf ihre Qualität und bietet dir für ein ganzes Jahr einen kompletten Ersatz, sollte etwas nicht stimmen, und über 3 Jahre hinweg kostenlose Reparaturen. Wenn du dir den A7 näher anschauen oder dir einen Überblick über die Mini-PCs und Laptops von GEECOM verschaffen möchtest, findest du einen entsprechenden Link in der Videobeschreibung. Noch bis zum 30. Juni gibt es auf der GEECOM-Website umfassende Rabatte und du kannst den A7 mit 15% Rabatt schießen. Aber auch für die Prime Days auf Amazon sind Rabattaktionen geplant. Also halte die Augen offen. Wenn du dann auch einen hast, treffen wir uns zur LAN-Party. Der Kampf PC gegen Konsole ist also bereits seit 40 Jahren spannend und anstelle eines Endes ist nicht mehr als die nächste Runde in Sicht. Warum ich mit der aktuellen Konsolengeneration so unzufrieden bin, dass ich in Erwägung ziehe, das Lager zu wechseln, besprechen wir in diesem Video. Bereits im einzig wahren Lager sind meine Kanalmitglieder. Retrojäger Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss mal was sagen, Lurgas, Bibi, Prinz Puma, Cybax, Sven Ceslas, Lucaria, Master, André, Redrom, P9608, Najee Arab, Walz und BTD. Vielen Dank für euren Lord-Support.